Willkommen zu unserem 6. und letzten Video unserer Reise quer durch den Nordwesten der USA und Kanada. Wir lernen mehr über die Native-Kultur und über Vancouver, denn das ist eine wunderschöne Stadt mit richtig geilem Essen. Bleibt also dran. Denn ich bin Mike, Food-Connoisseur, Geschichtsfreak und Reiseliebhaber und wir reisen 4 Wochen und 6000 Kilometer von Seattle bis zum Yellowstone National Park und dann über die Grenze nach Kanada mit Banff in Alberta und Vancouver an der Pazifikküste. Während wir im letzten Video die wunderschöne Natur rund um Banff durchforstet haben, geht es nun zu unserem letzten Punkt, zurück in die Zivilisation. Wir schauen uns Granville Island mit leckerem Essen, den Stanley Park mit Blick aufs Meer und die Innenstadt genauer an. Vancouver hat aber nicht nur foodtechnisch einiges zu bieten. Let's go! Aber es ist echt der schön mit den Bergen im Hintergrund, vor allem im Sommer. Oh mein Gott, so gut. Das ist richtige LA-Vibes irgendwie. Mega lecker, richtig überladen. Willkommen Leute, Vancouver wartet auf uns. Wir sind aber noch in Vernon bei Kelowna. Werden jetzt nach Vancouver fahren, deswegen Mike aus dem Off, willst du nicht mal sagen, was wir genau in diesem Video alles sehen? Na klar, wir haben 2,5 Tage in der Hauptstadt von British Columbia und versuchen das Beste draus zu machen. Das heißt, wir untersuchen hippe Foodspots wie Granville Island, schauen uns Strände in West Vancouver an oder den Stanley Park mitten umgeben von Ozean. Vancouver und die Metropolregion haben 2,6 Millionen EinwohnerInnen, also gibt es natürlich einiges zu sehen. Aber bevor wir in Vancouver ankommen, ich habe noch ein kleines Highlight aus Kelowna, das ich euch schon in Video 2 versprochen habe, und zwar eine Apfelfarm in der Okanagan-Region. Wir wollten eigentlich in Kelowna nur am See chillen. Das hat jetzt aber nicht so geil, deswegen sind wir zur Davison Orchard. Richtig cute, ne? Man kann hier frische Früchte kaufen, man kann hier Säfte und Co. kaufen. Naja, ihr wisst vielleicht noch im zweiten Video, wir waren in Lake Chelan, da gab es eine ähnliche Region. Die ist genau die gleiche Region, aber wir sind in dieser Okanagan-Region, nur etwas nördlicher, also in Kanada. Und diesmal machen wir diese Farm und es ist wunderschön. Hat sich gelohnt. Das ist mit Abstand das krasseste Slushy, was ich je hatte. Ich liebe hier Apfelsaft, frischer Apfelsaft. Und dann in den Slushy gemacht. So, jetzt springen wir aber nach Vancouver, wobei die Strecke wieder einmal sehr lang ist. Wir sind nach 5 Stunden Fahrt endlich in Vancouver angekommen und machen gleich den ersten District unsicher, und zwar Gastown. Und den damit ältesten District von Vancouver, den gibt es schon seit den 1880er Jahren, also seitdem es Vancouver gibt. Heißt übrigens nicht so wegen Gas, weil hier Gas oder sowas früher war, sondern, oder Gaslicht oder sowas, sondern weil ein Herr Gasly hier eine Taverne hatte und die hier sehr früh schon gemenschent wurde und hier sozusagen auch Vancouver entstanden ist. Damals hieß es noch nicht Vancouver, aber ja. Wir schauen uns mal um. Die Stadt hieß übrigens damals erst Granville, wurde dann aber nach dem Entdecker, ne, also eigentlich hat er ja gar nichts entdeckt, George Vancouver benannt. Und man fühlt sich direkt, als wenn man in einer anderen Welt, weil hier teilweise für einen Stussy, einen Klamottenladen, Leute einfach ewig lang anstehen. Und nach 4 Wochen in der keiner Natur ist das super wild. Aber es ist sehr schön hier. Also der Main District hier im Gaslight Town ist richtig schön, richtig oldschool. Man merkt diesen Vibe der 1890er Jahre auf jeden Fall. Ne? Sehr viele Backsteinhäuser. Hier gibt es sogar ein Schild über die Squamish People, also die Natives, die hier gewohnt haben, die hier so ein bisschen, ne? Also Vancouver war ja logischerweise vorher, gab es ja schon sehr viele Natives, die hier gewohnt haben und wurde dann zu einer großen Stadt zusammengeführt durch die Settler. Und da kann man noch ein bisschen mehr darüber lesen. Richtig cool. Ist Gastown auch bekannt für Essen und Vintage-Shops und sowas, und deswegen habe ich mir direkt bei East Fun Roasters eine Iced Chocolate geholt. Hatten wir in den ganzen Trip fast ja noch gar nicht, und ihr wisst ja, wie lange ich die mag, und deswegen ist das eine richtig geile Version. Und er hat sich einen Cold Brew hier geholt. Wir gehen uns gleich noch was zu essen holen oder einen Vintage-Shop und dann noch ein bisschen Gastown anschauen. Ich hatte es hier krass den Hipster-Vibe, so ein bisschen East Village, Lower East Side in New York. Falls ihr meine New York-Videos noch nicht gesehen habt, schaut euch die hier an. Plattenläden, richtig coole Shops überall. Gefällt mir sehr gut.
Ein Highlight in Gastown, was ein bisschen an diese 1880er Jahre erinnert, ist diese Gastown Steam Clock, die Dampf jede volle Stunde, glaube ich, rausschießt. Und wir sind genau passend angekommen, das zu sehen. Ist jetzt nicht ein super riesiges Highlight, aber cute. Und sie macht Geräusche. Und man merkt auf jeden Fall diesen Vibe, habe ich ja vorhin schon gesagt, von New York, teilweise Brooklyn auch und sowas. Und deswegen, Vancouver wird ja auch mittlerweile arschviel für Film und Co. genutzt. Und deswegen auch für New York. Also wenn man teilweise New York nachstellen will, wird Vancouver genutzt, weil es einfach billiger teilweise ist und einfacher hier was nachzustellen. Und es hat diesen Vibe komplett. Anscheinend soll hier übrigens auch diese Woche Last of Us gedreht werden. Wäre natürlich cool, wenn wir das sehen, nachdem wir in Kelmore und Jackson waren in anderen Videos. Aber ich glaube es nicht. Wir gehen jetzt aber was essen. Wir haben hier sogar eine deutsche Fastfood-Kette, Brathaus. Wir gehen aber weiter und zwar essen wir heute Korean Tacos in Chinatown. Und wenn ihr euch fragt, warum in Vancouver und das erste Essen ist asiatisch, falls ihr es nicht wusst, Vancouver hat eine riesige asiatische Bevölkerung. An sich ist es so, dass Vancouver super international ist. 50% der Bevölkerung sehen sich nicht als kanadisch, beziehungsweise sind Zugezogene, haben nicht mal teilweise Englisch als ihre Erstsprache. Genau, und deswegen gehen wir bis nach Chinatown, weil die sind sehr bekannt hier eben für asiatisches Essen. Und da holen wir uns Korean Tacos. Ehrlich sagen kann, ist, dass die Stadt relativ dreckig ist. Also wenn man das jetzt compared mit den ganzen Städten, in denen wir in der Zwischenzeit waren, Spokane, Missoula, auch Seattle, ist es hier in den Seitenstraßen schon, naja, da sind schon sehr viele Menschen, denen ich nicht in der Nacht begegnen wollen würde. Dafür sind aber auch krasse Graffitis zum Teil generell. Hat irgendwie einen coolen Vibe trotzdem. Aber ist jetzt nicht ungefährlich unbedingt, wahrscheinlich in der Nacht. Wir sind bei Taco, also Taqueria Korean. Die haben Quesadillas, die haben Tacos, Burritos, alle aber koreanisch inspiriert. Ich habe zum Beispiel die Bulgogi Kimchi Quesadillas und die sind so krass käsig, so leckeres Fleisch. Natalia hat die vegetarischen Tacos und noch den Fried Chicken Taco dazu. Mega lecker, richtig überladen, richtig geile Soßen. Gestärkt geht es dann weiter in die historische Innenstadt. Interessiert bin ich ja vor allem an Chinatown. Egal in welcher Stadt wir sind, ich liebe ja immer Chinatown, weil es irgendwie damit einmal auf einen Schlag so ganz anders aussieht. So Drachen auf den Laternenpfeilern, ein richtig schönes altes Chinese Gate, schöne alte kleine Läden, richtig cool. Wie gesagt, Vancouver hat riesige chinesische Einwandergruppierungen gehabt und wurde zwischendurch sogar als Hongkouver bezeichnet, da viele Hongkong-Chinesinnen hierher kamen. Mittlerweile sind es aber mehr Mandarinsprechende aus Mainland China. Neben Chinatown und Gastown ist auch direkt Downtown, also ist alles recht fußnah. Downtown ist da, wo man schon einkaufen kann, wo die hohen Gebäude sind. Und auch Canada Places, da gehen wir auch gleich noch hin. Wir schauen uns ein bisschen um. Apropos umschauen, wenn ihr mehr Content sehen wollt, Fotos und Stories könnt ihr auch bei mir auf Instagram sehen. Wenn man dann hochgeht Richtung Norden, kommt man dann zum Granville Place. Da sind so Shipping-Container, wo man schön Essen kaufen kann. Alles natürlich überteuert. Und daneben ist auch Canada Place, ein riesiger Hafen, wo riesige Schiffe ankommen, also richtige Kreuzfahrt-Giganten. Und das ist richtig krass. Also damit ihr es nicht falsch versteht, Canada Place ist nicht der Hafen selbst, aber direkt am Hafen liegend. Also es ist ein riesiges Convention Center. Und hier kann man halt eben schön auf den Hafen bzw. die Bucht schauen und sich ein bisschen umschauen. Und hier hat man eben halt auch eine grandiose Sicht auf Vancouver Island. Also, es ist also Vancouver ist die Stadt, Vancouver Island ist eine riesige Insel, wo es noch richtige Nationalparks und Co. gibt. Und die weiter nördlich ist. Und die ist auch nochmal riesig und weit weg vor allen Dingen. Aber es ist echt sehr schön mit den Bergen im Hintergrund, vor allem im Sommer. So, jetzt können wir schon mal von Gastown und Downtown einen guten Eindruck bekommen. Morgen werden wir uns dann auf jeden Fall noch mehr angucken, aber jetzt schauen wir uns erstmal das Airbnb an. Unser Apartment ist in North Vancouver. Das ist eigentlich schon eine andere Stadt, also sozusagen oberhalb der Bucht. Man fährt auch deutlich länger hin mit Auto. Wir sind jetzt, glaube ich, irgendwie 20 Minuten gefahren. Mit Public Transport alles ein bisschen difficult. Deswegen, wenn ihr ein Auto habt, einfach relativ easy, weil hier kommt man auch so gut in den Stanley Park und all sowas. Also relativ nah. Und zur Suspension Bridge, die bestimmt einige schon gesehen haben, wenn ihr andere Vancouver gesehen habt. Die kostet aber 80 Euro. Es gibt eine zweite Suspension Bridge, die ist for free. Mal schauen, ob wir die sehen werden. Morgen werden wir auf jeden Fall noch einiges mehr sehen. Aber ich glaube, von den ersten Tag haben wir schon einiges gesehen, dafür, dass wir erst heute Nachmittag angekommen sind, oder?
Morgen, Leute, ihr kennt die Tradition, wir essen natürlich erstmal Bagel, wenn wir in einer neuen amerikanischen Stadt sind. Und zwar holen wir uns die in der Nähe von Granville Island, weil da werden wir heute ein bisschen rumgehen. Also wir sind im Westen von Vancouver. Wir gehen zu Siegel's Bagel, die haben eine 4,7 Bewertung, haben hier einen cute Laden, wo man auch schön parken kann vor. Wie gesagt, man kann ja auch alles mit öffentlichen Verkehrsmitteln machen. Da wir bei North Vancouver sind, ist es halt arschweit weg und morgens ist es 20 Minuten Fahrt. Die haben übrigens 24 Stunden offen, die sollen eine richtig geile Auswahl haben. Ich bin gespannt. Okay, was schon richtig krass ist, ich habe ja schon gesagt, die haben 24 Stunden offen, man sieht aber im Hintergrund einen riesigen Ofen, wo das Feuer richtig rauskommt und die machen Bagels die ganze Zeit. Sieht richtig geil aus. Die Bagels sehen auch sehr gut aus. Ich habe mir einen Morning Bagel bestellt, Natalia einen mit Eggs Benedict, kosten irgendwie $10 und $16, das sind irgendwie so 8 Euro, also glaube ich ganz gut. Und ich bin gespannt, wie es schmeckt am Ende. Richtig leckerer Bagel. Natalie hatte einen sogar mit Eggs Benedict, wie er gesagt, ne? Und da war sogar dieses Smoked Meat drauf. Also die haben ja dieses Hot Montreal Smoked Meat. Dafür sind sie sehr bekannt. Das ist ein sehr weiches, zartes Fleisch. Das ist eben so ein richtiger Deli-Laden. Ja, man kann ja auch eine Suppe bekommen und sowas. Lohnt sich auf jeden Fall, hier vorbeizukommen mit einem Bagel. Ich würde mir jetzt nicht den ganzen Batzen an Bageln hier kaufen, weil die ja mit $19 am Ende doch schon relativ teuer sind. Weil geht, glaube ich, bei Canadian Dollars. Aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Und jetzt gehen wir Granville Island uns anschauen. Der alte Name von Vancouver war übrigens Granville, aber es ist jetzt nicht so, weil hier Vancouver gestartet ist, sondern das war früher eine Sandbank, die gar nicht bewohnbar war und man konnte sie erst in den 1890er Jahren bewohnbar machen, beziehungsweise was aufbauen. Hier ist der Granville Market, wo man richtig schöne Essenssachen holen sich kann, aber auch Artsy-Sachen. Ne? Also hier ist sehr viel um Kunst und so und es soll eine schöne Insel sein und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Wir sind hier auf einem Samstag um 9 Uhr, also die meisten Sachen haben noch gar nicht auf. Dafür parken super einfach und kostet auch nicht viel. Wir haben jetzt für 3 Stunden $3 bezahlt, 3 Stunden jeweils $3 bezahlt. Geht auf jeden Fall. Mal schauen, was wir noch so finden. Richtig gut auf der Karte. Man hat eine riesige Auswahl an Restaurants, Shops, Galerien, aber auch so Workshops. Man kann hier Macarons und sowas selber machen. Ist echt eine richtig große Auswahl an Sachen, die man hier machen kann, auf so einer kleinen Insel. Wir dann hier direkt aus solche krassen Murals. Ne? Also hier sind sehr viele Murals, die von krassen Künstlern gemacht wurden. Hier gibt es zum Beispiel diese Silos, die von Brasilianern umgebaut und münzt wurden. Das sind dann die Giants. Sieht schön aus. Das Highlight ist natürlich der Granville Market. Da gibt es sehr viele Obst, Gemüse, ne? Wie so eine Markthalle halt und auch einige Essenssachen. Die Auswahl an Backwaren ist krass. Ne? Bei Stuart kriegt man richtig geile Kuchen, man kriegt hier Pies, man kriegt hier Macarons und. Also ich weiß gar nicht, was ich als erstes haben möchte. Überrascht, dass es so leer ist, ne? Aber hier gibt es echt riesige Auswahl Essen, auch Mittagessen und so. Ne? Also man kann hier auch Crepes essen oder Fish and Chips und. Man hat eine schöne Aussicht auf den Hafen, wenn man sich hier ordentlich hinsetzt. Man kriegt hier Grilled Sandwiches, lohnt sich auf jeden Fall und morgens ist es hier echt noch leer. Eine Sache, die ich auf jeden Fall testen wollte, waren Donuts hier. Und zwar holen wir uns welche bei Lee's Donuts, direkt hier in der Markthalle. Wir haben uns einen mit Vanille-Custard geholt. Gut zuckrig. Aber der Teig ist so unglaublich gut. Ihr bekommt übrigens den Siegel Bagel auch hier und könnt noch viele andere Sachen essen. Hier riecht es überall nach Essen, es riecht so gut. Jetzt gucken wir uns noch ein bisschen die Stände an, weil hier gibt es noch sehr schöne Klamotten und andere Sachen, Kunstgegenstände, die man sich angucken kann. Und so ein bisschen am Hafen. Das ist auch die Gegend, wo man Waltouren buchen kann. Die kosten aber irgendwie $200, also etwa so 140 Euro, glaube ich etwa. Ist recht teuer pro Person, werden wir nicht machen, vor allem weil wir den Kleinen hier dabei haben und der ja nicht mitfahren kann dann, beziehungsweise dass es zu unsicher für uns ist. Aber wenn ihr so Orcas sehen wollt, ist das, glaube ich, die beste Chance. Ansonsten ist wohl die High Time für Orcas hier Frühling und Herbst, also wenn es ein bisschen abkühlt, dann soll man sie teilweise auch am Strand sehen können hier. Wenn man natürlich schon am Hafen ist, muss man ja auch mal Fisch oder sowas essen. Mag ich ja nicht. Natalia hatte aber schon seit Ewigkeiten keine Lobster Roll mehr und die holt man sich bei Lobsterman, weil die sehr gute Lobster Rolls haben für umgerechnet 16 Euro. Oh my god, so good.
You should try. Alle meine Foodspots, Sehenswürdigkeiten oder anderen Highlights findet ihr natürlich wieder in meiner Google Maps Liste. Spezialität aus Vancouver sind im Grunde Nanaimo Bars. Das sind so kleine Bars mit Schokolade und ein paar anderen Füllungen. Richtig lecker, kann man sich auf jeden Fall auch gönnen, wenn man hier ist. Nicht unbedingt billig, aber so ein richtig schöner Snack. Die Auswahl ist auf jeden Fall riesig. Ich habe mir jetzt hier noch bei einem Brotladen ein Sandwich bestellt mit Brioche und Fried Egg, vegetarisch, und dazu eine Italian Soda. Und das zeige ich euch gleich. Also Brioche mit Käse und Ei drauf. Kann man echt nicht viel falsch machen. Und dazu gibt diese Soda. Das ist kohlensäurehaltiges Wasser mit einem Sirup. Wenn es Italian Cream Soda ist, das ist sogar mit Sahne. Und dann hast du so mit Vanille oder sowas. Fast wie Milchshake. Hatte ich schon mal in einem anderen USA-Video. Aber sehr lecker sowas. Oh, richtig geil frisch. Frischer Sirup. Hammer. Wir haben mal wieder Glück. Und zwar ist hier wieder, wie wir schon in anderen Videos jetzt Glück hatten mit Night Markets und Co., ist hier wieder ein Street Festival mitten in der Innenstadt, in einem Calosano District. Und das ist das Calosano Street Festival. Da gibt es arsch Foodstände, Bands und. Da gehen wir uns mal ein bisschen was anschauen. Das ist vom Granville Island irgendwie nur 10 Minuten Fußweg entfernt. Generell auch eine gute Gegend, um essen zu gehen. 4th Avenue ist so eine Ecke, wo man auf jeden Fall sehr viele Restaurants hat. Also macht man nie was falsch mit. Auf dem Street Festival sind vor allem viele Stores, die aus dieser Gegend kommen von Vancouver, die hier ihre Dienste zum Teil verkaufen. Also man kann sich ja sogar tätowieren lassen oder sein Skateboard, Snowboard tunen lassen. Ist alles möglich. Und es gibt natürlich auch Food-Optionen. Das Festival ist echt riesig, also man geht bestimmt einen Kilometer oder so. Und man sieht immer mehr Läden. Es gibt natürlich auch viel for free. Da sind aber die Schlangen so lang, dass sich das nicht für mich lohnt. Generell cooles Straßenfest. Aber ich komme hier in den Westen auf jeden Fall nochmal in den nächsten Tagen. Gutes Essen und Strände soll es hier auch geben. Was will man mehr im Sommer? Ich habe euch ja gestern schon gesagt, dass unser Airbnb in North Vancouver ist, also nördlich der Bucht. Da muss man ja über die Brücke hin und manchmal hat man auch nachmittags keinen Bock, dann mehr zurückzufahren. Man will auch mal was anderes sehen als nur Vancouver, die Innenstadt, weil hier in North Vancouver ist ja auch die Suspension Bridge und da sind die Berge im Hintergrund und sowas. Und wenn ihr schon hier seid, dann könnt ihr euch auch Lonsdale anschauen, Lower, Central und Upper. Das sind so die Gegenden, wo man gut essen gehen kann und sich schön umschauen kann. Das machen wir jetzt. Kulinarische Highlight ist hier ganz klar The Quay und das ist direkt am Hafen. Eine Markthalle, richtig krass. Und dann sieht man ja auch teilweise Schiffsmarine aus Mexiko und sowas. Man kann hier am Wasser chillen und man riecht das Salzwasser so schön. Mega. Geil ist, dass man hier direkt eine schöne Übersicht über die Vancouver Skyline hat und man kann hier den Wasserbus nehmen und das ist so eine Art Fähre. Nicht nur eine Art Fähre, das ist eine Fähre, die einen rüberbringt. Richtig cool. Die Foodhalle ist echt schön. Es gibt hier einige coole Sachen, so wie Cops oder sowas, die richtig geile Backwaren machen. Wir sind gerade im Umbau, das heißt, es sieht jetzt nicht so krass aus, wie es vielleicht bald aussehen könnte. Und man merkt, dass es so eine alte Mall ist, die jetzt in so einer Foodhalle umgemünzt wird und immer hipper und cooler wird. Ich habe mir bei Hellcross Pizza noch eine Slice Pizza geholt. Die leben ihre Pizza hier mit einem dicken Teig. Anders wie zum Beispiel jetzt in New York oder sowas. Und oft auch mit Ananas oder Mango oder sowas drauf. Auf jeden Fall sehr wild. Lower Lonsdale lohnt sich auf jeden Fall, also nicht nur der Ship hier, sondern auch die Straßen drumherum. Hier gibt es süße kleine Läden, man kann hier gut rumgehen. Mit Ernest Ice Cream gibt es hier sogar eine krasse Eisdiele. Zu der Eisdiele gehen wir dann morgen. Das Wetter ist einfach perfekt dafür. Abendessen sind wir jetzt an der Lonsdale Avenue, einfach ein bisschen weiter hoch.
in Richtung Central Lonsdale, der District. Da gibt es super viele Essensmöglichkeiten. Nandos mit richtig geilem Chicken und so. Wir wollen heute aber Ramen essen, haben wir richtig Bock drauf. Und weil ich mich so ein bisschen kranklich fühle, hilft glaube ich so eine Suppe. Da habe ich aber auch einen guten Spot für ausgesucht. Wir bei Quinton Ramen, die haben eine 4,7 Bewertung auf über 1000, haben eine richtig große Auswahl an verschiedenen Proteinen, ne? Tofu, Pork, Chicken, Beef und eine riesige Auswahl an Soßen dazu, also Shoyu, Miso oder so, an Suppen. Sieht richtig lecker aus. Ich bin so gespannt, wie mein schmeckt. Sowohl die Shoyu als auch die Miso-Brühe richtig schön gewürzt, richtig stark gewürzt. Nudeln super cool, man kann sich unterscheiden zwischen dünnen und dicken Nudeln. Natalia hat die Tofu-Ramen, richtig geil. Ich habe die Chicken-Ramen, auch mega geil. Lohnt sich auf jeden Fall hier vorbeizukommen. Das ist ein guter Abschluss für North Vancouver. Unser letzter richtiger Tag in Vancouver und diesmal frühstücken wir ein bisschen anders. Und zwar sind wir in einem Diner, Du's Diner. Die haben richtig amerikanisches Frühstück, also Omelette, also nordamerikanisches Frühstück, ne? Omelettes und Co. Und da werden wir uns mal was reinhauen. Du's Diner, klare Empfehlung. Allein dieses French Toast, was Natalia hatte, mit diesem richtig dicken Brioche-Bun und drin noch ein bisschen Pudding. Richtig geil. Das Omelette war super. Es sieht aus wie ein altes Diner, ist aber sehr modernisiert, schön gemacht. I love it, super nette Mitarbeitende. Jetzt gehen wir uns aber endlich was angucken, weil wir haben jetzt gut noch gegessen. In Stanley Park geht's jetzt. Der Stanley Park ist wohl der bekannteste Stadtpark. Er ist eine Halbinsel direkt an der Bucht zwischen North Vancouver und Vancouver. Das ist das Aquarium, das größte Aquarium Kanadas, da werden wir aber nicht rein. Ich bin nicht so Fans von Aquarien. Hier gibt es aber trotzdem einiges zu sehen und teilweise kann man hier sogar Orcas sehen, die hier entlang schwimmen, weil man ja sozusagen direkt an der Bucht zum Pazifik ist. Wahrscheinlich heute nicht. Genau. Generell ist es aber so, Vancouver hat sehr viele Parks. Den Queen Elizabeth Park gibt es noch. Generell die ganze Natur drumherum. Ne? Also Vancouver ist eine sehr grüne Stadt mit sehr vielen Parks und Natur drumherum. Deswegen lohnt sich das auf jeden Fall und man muss mindestens einmal in irgendeinen Park rein. Wenn ihr im Stanley Park seid, solltet ihr auch auf jeden Fall an der Vancouver Seawall entlang gehen. Ist ein hübscher Weg. Viele laufen hier oder fahren Fahrrad. Und man kann so ein bisschen aufs Wasser schauen, beziehungsweise hier am Anfang noch auf die Skyline. Mein Highlight hier ist auf jeden Fall der Marterfall Park, also Totem Poles Park. Da sind einige Marterfälle aufgestellt worden, nicht im Nachhinein durch Tourismus, also schon das Neue, aber teilweise um die verschiedenen Stämme oder Bewohner der verschiedenen Stämme, die hier gelebt haben, also vor allem Squamish People und sowas, zu ehren. Zum Beispiel der hier, der ist für eine Frau gemacht worden, die hier gewohnt hat. Rose Cole Yelton. Und sie war die letzte Überlebende ihrer Community sozusagen und dafür wurde ein Marterfall gemacht. Und es wird auch erklärt, wie Marterfälle aufgebaut sind, ne? Also dass die verschiedenen Elemente eine verschiedene Bedeutung haben. Hier vor allen Dingen auch, dass die Todesfälle vor allen Dingen aus der Region Kanadas und sowas kommen. Und das ist nicht so, wie wir es teilweise denken, irgendwas, so ein Marterfall, wo die Leute was anbeten, Götter oder sowas, sondern das gilt vor allen Dingen so ein bisschen als Coat of Arms, so ein bisschen als Zeichen, das ist unser Land. Ne? Der Adler steht oft für das Himmelreich, der Wal steht auch für mystische Elemente und so. Also es gibt immer verschiedene Elemente, die was Verschiedenes bedeuten. Und deswegen sind die auch immer verschieden, diese Marterfälle, von Stamm zu Stamm, aber auch von Person zu Person. Ja, so geil, dass hier einfach eine Tankstelle mitten im Wasser ist. Ne? Da kommen dann die Boote, aber auch die Wasserflugzeuge und tanken da. Eigentlich super clever von Chevron. Die große Empfehlung ist hier auf jeden Fall, sich ein Fahrrad zu mieten, wenn ihr nicht ein 11 Monate altes Baby habt, das noch nicht auf dem Fahrrad kann. Weil dann kann man den Stanley Park schön erkunden, kann dann auch noch weiterfahren. Die Stadt ist sehr gut erkundbar mit Fahrrad, zumindest die Teile hier rund um Stanley Park und Downtown. Ja, gute große Empfehlung und man kann sich die auch super easy mieten überall. Wenn man dann in den Stanley Park etwas tiefer reingeht, kommt man direkt durch gefühlt Gestrüpp und einen Urwald rein auf einen schönen Trail, der übrigens komplett accessible ist für Wheelchair und eben auch Kinderwagen. Richtig cool und da ist noch der Beaver Lake, schön anzusehen und es ist schön ruhig hier. Ein kleiner Trail mitten in der Innenstadt, gefällt mir. Nächstes steht natürlich wieder was zu essen auf dem Plan und dafür habe ich einen kleinen Snack rausgesucht.
der mitten in Downtown ist. Deswegen sind wir wieder in Downtown bei Jepperdog. Das sind japanisch inspirierte Hotdogs. Die gibt es zwar in anderen Regionen in Kanada auch, aber die sollen nicht hierher kommen und die sind richtig geil anscheinend. Wir haben eine riesige Auswahl an Zutaten. Verschiedene Sorten, Fleisch, also normal Fleisch, Pork, Wagyu, das habe ich genommen zum Beispiel, aber auch vegetarisch und vegan. Und das hat ja zum Beispiel die Teriyaki-Version mit einer vegetarischen Wurst, richtig geil. Wir beißen mal rein. Ist ein richtig guter Hotdog, kann man richtig gut essen. Kostet $8, 8 bis $10 etwa, sind also 6, 7 Euro. Kann man glaube ich nicht meckern und richtig coole Auswahl, mag ich. Natürlich in Vancouver im Sommer nicht fehlen darf, weil wir natürlich am Wasser sind. Strand. Und davon hat Vancouver einige. Generell, Vancouver hat auch einige Wasserparks, ne, für Kinder und so. Also die haben sehr viel ausgelegt für Sommer, obwohl es hier größtenteils Winter im Jahr ist. Und wir sind jetzt am Kitsilano Beach. Das ist in der Nähe von diesem Street Festival, wo wir gestern auch waren. Also eine coole Gegend. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen an. Jemand sagen würde, dass das Vancouver sein soll, ne? Also mit so einem kleinen Strand, dann Beachvolleyball, Basketballfeld nebenan. Das ist richtige LA-Vibes irgendwie. Irgendwie nur 24 Grad und in Berlin wäre das normalerweise nicht mal ein Wetter, wo ich an den See gehen würde. Also vielleicht auf dem Balkon chillen würde. Und hier ist alles so voll und es fühlt sich so warm an. Wie gesagt, es fühlt sich echt an, als wenn man irgendwo im Süden von Nordamerika, also schon fast Mexiko oder Kalifornien und nicht in Vancouver in Kanada. So Leute, bei der Kleine langsam müde wird, habe ich mir nur was zu essen zum Mitnehmen geholt. Und zwar bei Provisions in Kitsilano. Die haben richtig leckere Burger, die haben aber auch Kaffee und Kuchen, also ist ein guter Mix. Die haben Smash Burger, die haben dafür so einen Martins Bun. Sieht richtig lecker aus. Und schmeckt super. Wir sind fast fertig in Vancouver, Leute. Gehen morgen aber noch frühstücken, das würde ich euch noch zeigen. Und dann war es das schon unter dem Trip. Morgen, Leute, ihr seht vielleicht, wir waren noch mal bei Siegel, weil dieses Smoked Montreal Meat war einfach so unglaublich geil. Ich musste mir noch mal einen Bagel damit bestellen. Guckt euch einfach mal an, wie das hier geht. Und damit enden wir unseren Vancouver-Trip. Direkt von unserem Auto, denn das hat uns 4 Wochen lang begleitet. Vancouver war richtig krass nochmal zum Abschied. Ich finde Vancouver am Ende besser als Seattle. Hat ein bisschen mehr Großstadt-Flair, aber irgendwie auch Kleinstadt-Flair, wenn ihr versteht, was ich meine. Geile Essensmöglichkeiten. Granville Island war richtig cool und keine Ahnung, Stanley Park ist richtig cool. Man kann direkt am Meer entlang gehen. Was will man eigentlich mehr? Ja, deswegen jetzt 4 Wochen gehen jetzt damit zu Ende. Das war richtig krass. Mein Highlight war am Ende wirklich Banff, also die Region rund um Banff, Kanada, aus dem Video 5. Mega geil. Der ganze Trip war aber cool. Ich glaube, es gab nicht wirklich Lowlights. Ein paar Mal so ein bisschen, ja, ist nicht so ganz geil, aber eigentlich war alles cool. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mir hat es sehr gefallen und wir sehen uns bei der nächsten Reise. Haut rein. Und damit war's das. 4 Wochen lang sind wir quer durch den Nordwesten der USA und Kanada gereist. Highlights wie die Nationalparks rund um Yellowstone oder Banff werde ich immer in Erinnerung behalten. Aber mein klarer Tipp, macht nicht so viel auf einmal oder nehmt euch noch viel mehr Zeit, sonst wird euch irgendwann das Autofahren überdrüssig. Naja, jetzt geht's aber ab in die Highlights. Bis zur nächsten Reise. Haut rein.